Hoch über den Dächern, die Stadt aus der Vogelperspektive. Berlin leuchtet und strahlt. Ja, hallo liebe Freunde. Heute geht es wieder hoch hinaus in Berlin. Wir sind hier, das könnt ihr gut sehen und erkennen, auf dem Tempelhofer Feld. Also wohin gehen wir wohl? Wir gehen auf die Dachterrasse hier am Tempelhofer Flughafen. Die ist relativ neu. Eintritt, weiß ich jetzt gar nicht, 5 oder 6 Euro. Ich glaube 5 Euro pro Person. Man sollte die Karten am besten vorher bestellen. Öffnungszeiten ist ab 11 Uhr, also relativ spät. Ist halt Berliner. Wir freuen uns drauf, wir nehmen euch mit und dann geht es dahin, da hoch und dann sehen wir uns da oben wieder. Wir fangen aber erstmal klein an. Hier stehen immer so kleine rote Infotürmchen. Da kann man eine Etage hochgehen und sich schon mal einen Überblick verschaffen, wie das Tempelhofer Feld aussieht. Wie ein Traum, von den Wolken bis zur Erde. Ich liebe deinen Zauber. Blick von oben so weit und frei. Diese Stadt mein Zuhause, hier will ich immer sein. Nur gut, dass hier ab und zu so eine Schautafel steht, denn das Feld ist wirklich sehr groß und damit man nicht den Überblick verliert, kann man hier gerne mal nachschauen. Schön, dass hier auf dem Tempelhofer Feld extra eine große Fläche abgesperrt ist als Brutfläche für die Feldlerche. Fun Fact dazu ist, in Berlin gibt es mehr Feldlerchen als zum Beispiel in ganz Bayern. Dass der Flughafen Tempelhof ein geschichtsträchtiger Ort ist, ist uns allen klar. Wir werden dazu nachher auch noch mehr in der Ausstellung sehen, aber jetzt hier auf dem ehemaligen Rollfeld gibt es schon mal ein paar Gedenktafeln zur Luftbrücke 1948-49. Jetzt wollen wir endlich da hoch, aber um dahin zu kommen, müssen wir noch einmal um das ganze Gebäude drumherum laufen. So, mit dem Ton ist wahrscheinlich schwierig, hier ist sehr, sehr windig. Aber ich versuche es einfach mal. Jetzt sind wir oben auf der Dachterrasse. Da hinten ist der ehemalige Tower, da werde ich gleich mal hingehen. Und dann schauen wir uns mal das Tempelhofer Feld in Gänze an. Fangen wir an mit dem Blick nach Süden oder Südwesten. Das ist der ewige Zankapfel in den letzten Jahren, der Steglitzer Kreisel. Wir hoffen, dass jetzt endlich weitergebaut wird, damit das Drama endlich mal ein Ende findet. So, die 4 Schornsteine, die wir da sehen, das ist ehemals die Schultheiß Brauerei. Ja, und das war das Malzwerk. Das riesige Gebäude vom Tempelhofer Flughafen, ja, das war zu seiner Zeit, als es erbaut wurde, das längste zusammenhängende Gebäude der Welt. Es wurde dann erst ersetzt durch das Pentagon, welches im Moment das größte zusammenhängende Gebäude der Welt ist, weiß ich gar nicht. Aber vielleicht weiß das einer von euch. Für alle Leute, die nicht aus Berlin kommen, die werden das dann
nicht sofort erkennen, aber das ist das Gasometer. Das ist heute ein Medienstandort. Ich glaube, da ist die ARD drin. Und gleich daneben ist das Rathaus Schöneberg. Ja, das ist bekannt geworden, ja, durch die Balkonrede, als der Berliner Bürgermeister gesagt hat: Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt. Das war 1948 oder 49, ich weiß nicht ganz genau, als die Blockade der Russen der 3 alliierten Sektoren war. Ganz in der Ferne, gut zu erkennen, die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Das ist praktisch links daneben, wo sich der große Mercedes-Stern dreht. Klar, den Fernsehturm kennt jeder, aber das Gebäude, was unten drunter ist, das gehört ja hier zum Flughafen Tempelhof. Und ich weiß nicht, ob es alle wissen, hier war ja mal ehemals eine amerikanische Kaserne drin. Und dort in dem Bau befand sich sogar eine Bowlingbahn. Also für Komfort für die amerikanischen Soldaten war gesorgt. Wenn wir hier Richtung Osten blicken, sehen wir noch eine riesige Baustelle. Da wird das neue Estrell Hotel gebaut. Und das Südgelände, wie es jetzt heißt, ehemals Priesterweg, ist jetzt ein Parkgelände, wo man sehr schön spazieren gehen kann. Wie Berlin ja natürlich, wie ihr mittlerweile gelernt habt, wirklich sehr, sehr grün ist. Wenn ihr jetzt ganz genau in die Mitte schaut und diese 2 gleichen Türme seht, da liege ich hoffentlich nicht verkehrt, der deutsche und der französische Dom am Gendarmenmarkt. Heute lernt ihr auch mal ein bisschen die unbekannteren Gebäude von Berlin kennen. Dieses große rote Backsteingebäude ist das Ullsteingebäude an der Ullsteinstraße. So, Ralf, komm mal ein bisschen näher. Hier ist zu windig. Näher, es wird mit dem Ton eh nicht funktionieren. Was möchtest du denn von mir? Ich möchte gerne wissen, ob es sich lohnt, hier hochzugehen. 6 € Eintritt, kann man überlegen. Ich finde, das ist gerechtfertigt, das ist alles sehr schön gemacht. Und es kommt hier noch eine Ausstellung, die werden wir uns auch noch anschauen. Und wenn ich die Wahl hätte, ich würde noch mal hin. Oh, kleine Ausstellung hier. So, ich zeige euch hier nur mal ein paar Bilder. Ich denke, Ralf macht bestimmt ein bisschen mehr. Sehr viele interessante Bilder aus der Geschichte des Flughafens. Das ist fast ein bisschen schade, dass es den Flughafen nicht mehr gibt. Aber es ist halt auch nicht mehr zeitgemäß, mitten in der Stadt irgendwo einen Flughafen zu haben. Sehr viel Geschichte hier auf dem Flughafen Tempelhof. Hier gab es auch Wrights Flugvorführungen. Die Gebrüder Wright sind ja bekannt für den ersten Motorflug. Ja, wenn sie auch nur so einen kleinen Hops gemacht haben, ich weiß gar nicht wie weit, vielleicht 30 Meter oder so,
Aber sie sind halt in die Luftfahrtgeschichte damit eingegangen. Und wenn man bedenkt, dass die Brüder Wright eigentlich Fahrräder hergestellt haben, dann war das schon eine große Sache. Und was wir heute gelernt haben, die Gebrüder Wright haben bei ihrem Spektakel hier auf dem Tempelhofer Feld einen neuen Höhenrekord aufgestellt, 172 Meter. Respekt. Mehr wollen wir euch zur Ausstellung auch gar nicht zeigen. Kommt her, schaut es euch selber an. Was wir euch aber auf jeden Fall noch empfehlen wollen ist, wenn ihr die Ausstellung wieder verlasst, fahrt nicht mit dem Fahrstuhl, lauft die 4 Etagen durch das Treppenhaus. Das ist wirklich sehenswert, was hier in dem alten Gebäude gemacht worden ist. Das Treppenhaus ist wirklich sehr schön gemacht. Hier gibt es auch eine kleine Abhandlung darüber. Wer mag, kann das Video hier kurz anhalten und mal nachlesen. Ja, liebe Freunde, das war wirklich sehr schön oben auf der Dachterrasse hier am Flughafen Tempelhof. Flughafen ist es ja nicht mehr, es ist ja nur das Tempelhofer Feld. Der Ausblick war ganz fantastisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da. Schreibt fleißig Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde.